Willkommen im Tartaria Channel. Hast du schon mal was von Dolmen gehört? Oder vielleicht sogar welche gesehen? Meist stehen sie in deiner Nähe, abgelegen im Wald oder in einer Lichtung. Es sind Steinblöcke, 4 Stück im Quadrat mit einer schweren Platte obendrauf und einem kleinen Loch. Es gibt auch Dolmen, die in den Felsen ragen oder in den Boden hineingehen. Viele leider nicht mehr sehr gut erhalten und wurden zerstört, aber dennoch findet man sie weltweit. Eines ist aber jedem aufgefallen. Wie kommt man da rein, wenn die Öffnung so klein ist, dass kein normaler Mensch durchpasst? Wissenschaftler und Archäologen rätseln noch heute, was es denn nun für Steinbauten sind. Fragen, wie wurden sie gemacht und welchen Zweck haben sie? Es gibt verschiedene Thesen und es wird kaum darüber berichtet. Wir möchten gerne euch auf diese wichtigen Stätten aufmerksam machen, denn es ist auch ein Teil vergessener Geschichte. Wie ich schon erwähnte, findest du weltweit solche Dolmen. Es gibt unabhängige Archäologen, die Folgendes zu berichten haben. Dolmen sind in jedem Land in großer Anzahl vorhanden. Sie unterscheiden sich kaum. Manche sind schlicht und wirken sehr einfach und andere sind noch mit Verzierungen versehen. Auch hier wurden die offiziellen Aussagen zur Herstellung nachgeprüft und es wurde festgestellt, dass sie nicht mit kupferartigem oder sonstigen primitiven Werkzeug gearbeitet haben. Hier komme ich zurück zu unserem Video Skulptur, wo wir die These des Gießens ausführten. Es ging um das Thema Geopolymer, Naturbeton, und da wurde auch beschrieben, dass die Menschen früher schon wussten, wie man Steine gießen kann. Aber wie gesagt, das Video verlinke ich euch. Und darin sind sich die Unabhängigen einig und sie sagten auch, dass sie zeitgleich oder sogar noch vor der Zeit der Bau der Pyramiden entstanden sein könnten. Welche Funktion hatten denn nun diese Dolmen? Forsche mal nach, warum der Name Dolmen gegeben wurde. Es ist sehr interessant. Wichtig sei auch zu erwähnen, dass die Menschen früher die Bedeutung der Leylinien wussten und auch danach sich orientierten. Die Landkarten hatten damals Leylinien und nicht wie heute die sogenannten geografischen Längengrade. Aber das ist ein anderes Thema und darüber könnten wir auch gerne ein Video machen. Die Dolmen befinden sich immer auf Kraftorte, starkes Energiefeld an diesem Punkt. Es wurden Messungen gemacht und es wurde auch bestätigt. Um den möglichen Zweck besser zu verstehen, habe ich einen Auszug aus der Buchreihe Anastasia, Band 2, die klingenden Zedern Russlands, ausgesucht. Diese Beschreibung klang für mich sehr plausibel gegenüber der offiziellen Hypothese. Lass uns doch mal da reinhören. Zitat: Dazu aber ist es unabdinglich, dass sie, die Menschen, ihre ursprünglichen Fähigkeiten wiedererlangen. Vor 10.000 Jahren verfügten noch einige Menschen über diese Fähigkeiten. Hauptsächlich waren das diejenigen, die einer Gruppe von Menschen vorstanden, die Stammesfürsten oder Häuptlinge. Sie begannen besonders Bauten aus schweren Steinplatten zu errichten. Genauer gesagt, sie ließen sie errichten. Im Innern dieser Konstruktion entstand eine Kammer von etwa 1,5 mal 2 Metern Größe und 2 Metern Höhe. Mal etwas größer, mal etwas kleiner. Die Platten wurden leicht nach innen geneigt aufgestellt. Manchmal wurden solche Kammern aus einem einzigen Felsblock gehauen, manchmal wurden sie unterirdisch errichtet und darüber wurde ein Hügel aufgeschüttet. In einer der Wände war eine kleine kugelförmige Öffnung von etwa 30 cm Durchmesser eingelassen. Diese Öffnung wurde durch einen genau eingepassten steinernen Verschluss versiegelt. In diese Grabkammern zogen sich die Menschen zurück, die nicht die Fähigkeit verloren hatten, sich die kosmischen Weisheiten zunutze zu machen. Ihre Zeitgenossen und auch Jahrtausende später Geborenen konnten zu diesen Kammern kommen und Antworten auf Fragen bekommen, die die Menschen bewegten. Dazu musste man sich neben die Kammer setzen und in Nachdenken versinken. Manchmal kam die Antwort sofort, manchmal dauerte es eine Weile, aber sie kam immer. Denn die Steinkammern und ihre in die Ewigkeit dahingeschiedenen Insassen dienten als Informationsempfänger. Sie erleichterten die Verbindung zum kosmischen Geist.
Diese Steinbauten sind Vorläufer der ägyptischen Pyramiden. Doch trotz ihrer riesigen Größe sind die Pyramiden viel schwächere Empfänger. Wesen und Bestimmung sind jedoch bei beiden gleich. Die in den ägyptischen Pyramiden bestatteten Pharaonen waren ebenfalls große Denker und auch sie hatten sich die ursprünglichen menschlichen Fähigkeiten teilweise bewahrt. Um mit Hilfe der Pyramiden Antwort auf eine Frage zu erhalten, konnte man nicht allein dorthin gehen, sondern viele Menschen mussten gemeinsam kommen. Sie stellten sich dann entlang den 4 Grundseiten der Pyramide auf, richteten ihre Blicke und Gedanken auf die Spitze der Pyramide und ließen sich gleichsam die Schrägflächen hinaufgleiten. Dort, an der Pyramidenspitze, bündelten sich die Blicke und Gedanken der Menschen zu einem Punkt und bildeten so einen Kanal zur Verbindung mit dem kosmischen Geist. Auch heute noch ist dieser Vorgang wirksam und man kann das gewünschte Ergebnis erhalten. Im Brennpunkt der gedanklichen Blicke bildet sich eine Art Strahlungsenergie. Wenn man dort oben an der Spitze der Pyramide ein Messgerät anbringt, kann man das Vorhandensein dieser Energie feststellen. Und die unten stehenden Menschen werden ungewöhnliche Empfindungen haben. Woran liegt das, Anastasia? An ihrer Bauweise oder an ihrer Form? Weil sich dort Menschen hineinbegaben, um zu sterben. Und ihr Tod war sehr ungewöhnlich. Sie gingen in ewige Meditation. Wieso haben sie den Freitod gewählt? Um den folgenden Generationen zu ermöglichen, ihre ursprüngliche Kraft wiederzugewinnen. Wenn ein alter Mensch, in der Regel einer der weisesten Männer oder ein Stammesvater, spürte, dass er bald sterben würde, bat er seine Verwandten oder Vertrauten, ihn in einen solchen steinernen Kammer unterzubringen. Wenn diese ihn für würdig erachteten, erfüllten sie ihm seinen Wunsch. Dazu wurde die schwere, massive Deckenplatte verschoben. Der Betreffende stieg hinein, worauf die Kammer wieder verschlossen wurde. Er war jetzt völlig von der materiellen Außenwelt abgeschnitten. Es gab für ihn nichts mehr zu sehen oder zu hören. Diese völlige Isolierung, das Bewusstsein, dass an einer Rückkehr nicht einmal zu denken war und dass die Reise ins Jenseits erst noch bevorstand. Das Abschalten aller Sinneseindrücke, vor allem des Sehens und des Hörens. All dies gestattete ihm, einen vollen Kontakt zum kosmischen Geist herzustellen und über viele Eigenheiten und Handlungsweisen der Erdmenschen nachzudenken. Das Wesentliche dabei war für ihn, seinen Zeitgenossen und den künftigen Generationen seine Gedanken zu übermitteln. Heute würde man einen solchen Zustand als Meditation bezeichnen. Aber die moderne Meditation ist ein Kinderspiel im Vergleich zur Meditation, die in die Ewigkeit führt. Später dann kamen Menschen zu einer solchen Kammer, zogen den steinernen Verschluss heraus und nahmen durch die Öffnung Kontakt mit den in der Kammer wohnenden Gedanken auf. Der Geist der Wahrheit wohnte dort zu allen Zeiten. Zitat Ende. Hier ist es zu verstehen, dass es immer um die Energie geht. Das Bewusstsein kann diese anzapfen und sich Informationen abrufen, auch Quantenphysik genannt. Die Kammern in den Pyramiden sind heute noch funktionsfähig und es gibt auch Berichte von namenhaften Menschen, die nachts sich in den Kammern aufhielten und sich in den Sarkophag legten. Sie hatten dann berichtet, was sie erlebten, dass sie die Astralwelt kennengelernt und bestätigten auch die Aussagen wie im Buch und auch von einigen Forschern. Diese Dolmen oder Sarkophage waren auch sehr wichtige Werkzeuge, um sein Bewusstsein zu steigern oder auch, wie von anderen Quellen berichtet wurde, der Körper in Stasis gebracht wurde, dort geschützt war und man sich ohne Körper in verschiedenen Dimensionen bewegen konnte. Die Zeit war da nicht relevant und man kehrte zurück in seinem Fahrzeugkörper und erwachte aus diesem Zustand. Es soll sogar versteckte Orte geben, wo noch immer seit 1000 Jahren Menschen in Stasis sind und an einem bestimmten Zeitpunkt erwachen, den sie sich festgelegt haben. Dies sind nicht für die normalen Menschen auffindbar und auch betretbar, da sie durch eine Energiebarriere zum Beispiel geschützt sind. Was auch zu erwähnen ist, dass vor allem in Russland diese Dolmen wieder große Beachtung geschenkt bekommen. Sie sind heilige Orte und diese haben auch aufgrund ihrer Struktur ein Resonanzfeld. Dieses ist unterteilt durch ihre Wandteile, den Deckel und den Abstand zum Boden.
Das wiederum bedeutet, man musste bei dem Bau genau darauf achten, sonst entsteht eine Disharmonie. Es sind auch Überlieferungen in den Sagen, woher das stammt und vieles mehr. Es gibt wirklich viel zu berichten darüber, wie zum Beispiel, warum sind die Öffnungen in eine bestimmte Himmelsrichtung platziert? Oder warum war es nur den Männern gestattet und selten den Frauen? Oder ob es auch Portale sind? Aber das überlassen wir dir und deinen Forschungsdrang. Solltest du solche Städte besuchen, denke darüber nach und du siehst es vielleicht jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Und vielleicht bekommst du auch eine Nachricht von anderswo. Es gibt noch mehr mögliche Verbindungen, Thesen, aber das in einem anderen Video. 2 YouTube-Kommentare möchte ich euch nicht vorenthalten, die ich herausgenommen habe aus diesen verschiedenen Dolmen-Videos. Nach dem Prinzip des Bärenkults war die Kommunikation mit den Vorfahren etwas anders oder sogar speziell. Dolmen waren für die Wiedergeburt der Ahnenseelen durch die Initiation eines Kindes, daher die Löcher für die Kinder, heute in Nepal wie ein Ritual. Viele Leute denken, dass Dolmen Krypten sind, aber das sind sie nicht. In der Antike wurden diese Strukturen verwendet, um das Energieinformationssystem einer Person wiederherzustellen. Mit Hilfe von Psi-Energie und Programmen reinigten sich die Chakren und der Körper mit Programmen von unerwünschten Gerinnseln. Ein Kranker wurde in einen Dolmen gelegt. Manchmal wurden Menschen bestimmte Essenzen gebracht, die von den Menschen selbst oder von anderen geschaffen wurden. Mit den Technologien der Vergangenheit konnte eine Person ohne Schaden für Gesundheit und Leben in eine Streichholzschachtel gepackt werden. Auf dem Dolmen war ein Schamane, der eine bestimmte psychische Technik ausführte. Er befand sich in einer gewissen Trance des Bewusstseins der Seele. Der Schamane führte körperliche Übungen oder einen rituellen Tanz durch. Dabei kam die Psi-Energie Kundalina aus dem Schamanen, die in den Problemchakren des Menschen eindrangen und alle unnötigen Energien aus den Chakren sowie negativen mit Programmen austrieb, die normalerweise an den Knochen einer Person befestigt sind. Die Psi-Energie des Schamanen füllten den Kranken mit neuer, positiver Energie, die alle Bosheit wegspülte, und es starteten die Chakren in einem normalen Modus. Normalerweise geht der positive Fluss von Süden nach Norden, wie ein Gebirgsfluss. Dieses Ritual wurde tagsüber durchgeführt, aber in den Dolmen ist der positive Fluss auch nachts der gleiche wie tagsüber, von Süden nach Norden. Ebenso entzieht die linke Hand einer Person negative Energie oder die rechte Hand gibt Klumpen ab. Es ist ratsam, negative Energie in die Kami auszustoßen. Analog dazu heiß, kalt und so weiter, je nachdem, was man gefangen hat. Das waren die 2 YouTube-Kommentare frei übersetzt. Danke für deinen Besuch und denke immer daran, es ist alles vor deinen Augen. Erinnere dich, dein Tartaria-Team.